Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. OpenPost ControlNet für SDXL. Ich habe es gefunden. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es das schon gab und nicht auf der Seite vorhanden ist, die ich schon vorgestellt hatte in meinem anderen SDXL ControlNet Video. Es ist aber anscheinend auch von jemand anderem gemacht. Ich blicke da jetzt nicht so durch, wer da was wo macht. Aber es gibt es auf jeden Fall. OpenPose. Und zwar ist OpenPose dafür gedacht, Posen, also Körperhaltungen, auf Bilder zu übertragen. Dass die generierten Bilder Personen zeigen, die ebenfalls diese Körperpose einnimmt. Und ich habe im Vorfeld einen Workflow gebaut, um das mal ein bisschen zu testen. Ich kann jetzt schon sagen, es funktioniert bedingt. Oft ja, manchmal nein. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ob da vielleicht noch andere OpenPose ControlNets mal rauskommen, ob das noch weiterentwickelt wird. Mal schauen. Aber zumindest, also es funktioniert sehr oft, sagen wir mal so. Und deswegen ist es durchaus einsatzfähig. Finden könnt ihr das Ganze, indem ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Und dann kommt ihr auf diese Seite von Hugging Face. Und hier sehen wir schon SDXL ControlNet OpenPose Version 2. Und hier ist ein bisschen was beschrieben. Hier könnt ihr euch das Bild als Workflow reinziehen ins Comfy UI. Dann seht ihr, was gemacht wurde. Hierfür brauchen wir aber noch eine Custom Node. Die zeige ich euch später im Video, wenn wir an den Punkt kommen. Sonst motzt Comfy UI an der Stelle. Und das hier unten könnt ihr eigentlich im Prinzip ignorieren. Hier sehen wir schon mal ein Beispiel einer OpenPose. Also so sehen die Dinge aus, wie hier vorne. Und dementsprechend werden dann auch die Körperhaltungen gerendert. Okay, geht hier auf diese Hugging Face Seite, hier oben auf Files and Versions. Und hier findet ihr, man muss eigentlich nur nach der größten Größe gucken. Das ist die hier mit 5 GB. Das ist OpenPose XL2 Safe Tensors. Runterladen könnt ihr das hier mit dem Download-File. Ich weiß, hier unten gibt es noch ein anderes 5 GB File, aber das ist was anderes. Und wenn ihr das runterladet, das OpenPose XL2 Safe Tensors, dann kommt das bei euch im Comfy UI Folder unter Models ControlNets. Hier packt ihr das rein. Hier habe ich es schon runtergeladen, hier könnt ihr das sehen. Und dann ist es beim nächsten Start von Comfy UI einsatzbereit. Okay, dann kommen wir mal zum Workflow. Was ich hier gebaut habe, ist, ich habe Positive Prompts gemacht und Negative Prompts mit Textnodes aus den TinyTerra Nodes. 2, damit wir gleich mal switchen können, habe das Ganze in Reroutes gepackt und dann in 2 Loader, weil wir wieder einmal mit dem, ich zoome nochmal ran, so, mit dem Base Model von SDXL arbeiten, sowie mit dem Refiner Model von SDXL arbeiten. Um das aufzutrennen, habe ich das alles ausgelagert und die Reroutes hier, damit ich nur an eine Stelle verbinden muss. Ne, ich muss ja jetzt nur hier auf diese Node ziehen, anstatt hier oben hin und da unten hin. Deswegen habe ich da Reroutes gemacht. Ist leichter zum Umswitchen dann. Hier oben in die Load Image Node kommt unser OpenPose Image rein. Ich habe es zum Testen, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte vorher, die Bilder sind ja meistens 512 x 512. SDXL arbeitet ja oder ist trainiert auf 1024 x 1024. Deswegen skaliere ich mir die OpenPose Bilder auch nochmal hoch, damit die Bildgrößen einfach stimmen. Load ControlNet, hier kommt das OpenPose XL rein, was wir eben runtergeladen haben. Und dann gibt es eine Apply ControlNet Node. Die sind übrigens alle aus dem Standard Comfy UI. Das erkennt ihr immer daran, wenn hier oben keine Batches sind, wie hier zum Beispiel Impact Pack. Wenn hier nichts steht, ist das Standard. Apply ControlNet, da kommt einmal das Conditioning rein, was ihr aus eurem Loader nehmt. Das ControlNet kommt rein, sowie das Bild mit der OpenPose. Und das Ganze müsst ihr dann nochmal als Optional Positive in euren Sampler reinschmeißen, weil wir ja mit diesem ControlNet das Conditioning mehr oder weniger überschreiben oder ergänzen. Wir überschreiben es nicht, wir ergänzen. Das ist, glaube ich, ein besserer Begriff dafür. Und dann wird das vom Sampler angewandt, weil die ControlNets steuern ja dann
ein Stück weit Stable Diffusion mit. Weiterhin ist hier unten der Loader für unser Refiner Model. Ich habe das Refiner Model mit einem Denoise von 0,3 eingebaut. 0,25 hatte ich das letzte Mal, jetzt mal mit 0,3. Einfach weil es geht. Und ich habe einen super Tipp gekriegt von euch in den Kommentaren. Und zwar wurde gesagt, dass es für das Refiner Model reicht, ca. 20% der Steps zu benutzen, die im Base Model verwendet werden. Ich habe das mal ausprobiert. Es stimmt, prinzipiell. Ich bin allerdings auf 30% hochgegangen, weil ich habe noch gesehen, zwischen 20 und 30% war noch leichter Unterschied in den Details oder in den Rändern und in den Kanten, teilweise bei den Bildern. Von 30 auf 40% war es mehr oder weniger gleich. Also da konnte man echt auf die 2-3 Pixel, die sich dann noch geändert haben, verzichten. Und für die Convenience habe ich das wie folgt gelöst. Hier vorne geben wir die Steps an. Es sind 20 Steps, die hier im Sampler für das Base Model verwendet werden. Wir kriegen hier Integer, also ganze Nummern raus. Die wandle ich um in Nummern mit Nachkommastellen. Sage dann hier ein Multiply, also mal nehmen. Und nehmen die 20 Steps mal 0,3, was dann 30% wären. Und im Nachgang wandle ich die Nachkommastellenzahl wieder in eine ganze Zahl um und packe die hier unten in die Steps rein. Jetzt muss ich mal eben gucken, haben wir eine Seal? Wir haben auch eine Seal Node. Das können wir eigentlich auch machen. Ich überlege gerade. Es wird reichen. Die Seal Node würde einfach aufrunden. Ne? Wir machen ja aus einer Zahl mit Nachkommastellen, machen wir ein Integer und die Seal Node würde aufrunden an der Stelle und es müsste eigentlich auch noch eine Floor Node geben. Die Floor Node würde abrunden. Also könnte man sich entscheiden. Möchte man jetzt grob die 30% haben, plus minus einen Step? Möchte man lieber den einen Step mehr haben oder lieber den einen Step weniger? Das kann man dann hier entscheiden, aber uns kommt es jetzt auf einen Step nicht an. Vor allem, weil die Empfehlung war, 20% zu nehmen. Wir haben 30%. Sind wir auf jeden Fall, glaube ich, im sicheren Rahmen. Gut. Ja, für die Monks unter euch, sonst nehmt halt einfach Steps, die man durch 3 teilen kann. Dann habt ihr hier unten auch eine glatte Zahl. So. Ja, wo kriegt ihr denn jetzt diese Open Poses her? Und zwar gibt es da tatsächlich eine Seite für. openposes.com packe ich euch auch in die Beschreibung. Hier seht ihr schon alle Bilder, die es hier gibt. Es gibt eine recht begrenzte Auswahl an Posen hier, die man auswählen kann. Aber zum Testen reicht es vor allem. Es sind auch gute Posen mit dabei. Das ist kein Problem. Wenn ihr hier die Emma Watson nicht mögt, könnt ihr hier auch zum Beispiel auf Summer Glau umschalten oder auf Idris Elba. Wir bleiben mal bei Emma Watson. Hermine. So, jetzt können wir hier mal hingehen und sagen, wir nehmen mal Jumping. Nehmen wir mal das hier. So sieht das Ganze dann aus. Das ist eine Open Pose. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, wir können es droppen. Entweder ihr speichert euch die und ladet die dann ganz normal hier in die Load Image Node rein. Ihr könnt aber auch für die Convenience einfach das Bild hier reinziehen und das Ganze ist geladen. Gut, wir lassen es jetzt einmal laufen. Nein, noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal Cinematic Photo of a Woman. Da schreiben wir mal Jumping rein. Ich habe auch gemerkt, es hilft schon, weil anhand dieser Position weiß Stable Diffusion ja nicht, was die Person da gerade macht. Ich hatte auch Bilder von liegenden Personen oder... Oh, es gibt einen neuen GeForce-Treiber, dankeschön. Bilder von liegenden Personen. Er hat mir aber stehende Personen dadurch gerendert und ja, das wirkte etwas seltsam an der Stelle. Die armen Leute haben sich doch schon sehr verrenken müssen, um die Posen dann einzunehmen im Stehen. Gut, hier sehe ich noch einen Fehler. Das muss nämlich ins Negative rein.
Übrigens auch ein guter Tipp von euch in den Kommentaren, wenn ihr jetzt sowas hier habt. Ne? Ihr habt jetzt hier unten einen Image-Eingang und einen Image-Ausgang. Das kann jeder Eingang, Ausgang sein, wie es passt. Ihr müsst nicht diese Konnektoren hier genau auf diese Punkte setzen. Ich habe nämlich gelernt, und vielen lieben Dank nochmal für den Tipp, dass es reicht, wenn man den Konnektor nimmt und einfach hier irgendwo auf die Node klatscht, der sucht sich schon den richtigen Eingang raus. Und es sind auch Eingänge standardisiert. Wenn ich hier zum Beispiel das Positive nochmal rausnehme und dann ziehe und loslasse, dann hängt es auf dem Positive. Es wird aber niemals auf dem Negative landen, da müsstet ihr wirklich nochmal gezielt drauf gehen. Ja, nur so am Rande, kleiner Tipp. Vielen lieben Dank dafür nochmal, das ist echt, das erleichtert das Arbeiten ungemein. Weil man nicht mehr dann so rumfitzeln muss hier, sondern einfach schwupp, 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 droppst du die Konnektoren auf die Nodes und die verbinden sich dann. Sehr schön. Anderer Tipp, wo wir gerade dabei sind. Wenn ihr sowas hier habt, also einen Eingang, ich nehme den nochmal raus, zieht die Node irgendwo hin oder zieht den Konnektor irgendwo hin und ihr kriegt vorgeschlagen, was ihr hier benutzen könnt. Hier zum Beispiel Impact Int, das ist der, den wir hier oben haben. Dann ist es verbunden und ja, ihr kriegt schon direkt Vorschläge und müsst euch nicht mehr durch die ganze Node-List wühlen. Okay, wir lassen das Ganze mal laufen und gucken mal, was passiert. Ich glaube, ich muss die Models hier einmal laden lassen. Genau, ich habe Comfy eben neu gestartet nach Updates. Die laden jetzt erstmal noch. Sollte nicht allzu lange dauern. In der Zwischenzeit kurze Behind-the-Scenes-Info. Ich habe gerade eben Kaffee getrunken und keiner hat es gemerkt. Haha! Hier gehen geheime Vorgänge vor sich. So. Das Base-Model ist geladen. Jetzt lädt er das Control-Net. Was auch auffällig lange dauert, aber bei einer Größe von 5 GB ist das auch kein Wunder. Und jetzt ist er am Sampler angekommen und er fängt an. Oh, das wird, glaube ich, direkt ein gutes Bild. Wieso sage ich Buch? Weil ich nebenbei aufs Handy gucke hier, weil das rumgebimmelt hat und ich... Nee, schlimm. Diese moderne Technik, die lenkt einen nur ab überall. Ganz, ganz schlimm. So, andere würden an dieser Stelle einen Cut machen, aber ich habe schon so viel gelabert, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr, einen Cut hier zu machen. Jetzt kann das Refiner-Model auch mal schnell laufen und mit seinen 30% der Steps von dem hier oben loslaufen. Und da ist es auch schon. So, wir haben hier noch unsere Open Pose, wie nennt man das? Illustration. Auf jeden Fall, ja, die gute Dame leidet ein bisschen, offenbar mag sie es nicht zu springen oder sie wird gerade von Außerirdischen entführt und hat deswegen Angst, das kann auch sein. Aber was uns hier an der Stelle jetzt nur interessiert ist, dass, ja, dass Stable Diffusion an dieser Stelle die Pose erkannt hat und dass es funktioniert. Wir machen jetzt nochmal eins, Randomize, jawohl. Jetzt müsste es auch schneller gehen, die ganzen Models sind geladen, jetzt rattert er einfach so los. Auch das scheint gut zu funktionieren. Es ist wirklich eine riesen Zeitersparnis, den Refiner mit nur 30% laufen zu haben. Das scheint generell eine Gegend zu sein, wo viele Frauen von Außerirdischen entführt werden. Sie sieht, kennt ihr den Film Smile? Horrorfilm? Ja. Aber das Prinzip ist klar, oder? So, wir können nochmal eine andere Pose verwenden. Wir machen die nochmal zu. Schalten jetzt hier oben mal den Filter aus und sagen, was gibt es denn bei Dancing zum Beispiel? Nehmen wir mal die. So, ziehen wir hier oben rein. Jetzt ändern wir mal eben den kleinen Hint hier für Stable Diffusion, Photo of a Dancing Woman. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Hat auch ein bisschen Party-Hintergrund generiert, sehr schön. So, wir gucken uns das nochmal eben an. Und dann switchen wir mal die Prompts. So, das war unsere Pose. Und die hat er übernommen. Ich weiß nicht, was sie hier mit ihren Füßen gerade macht. Aber naja.
Das Prinzip ist klar. Okay, nächsten Prompt. Als zweites habe ich hier nämlich Cinematic Film Still of a Stormtrooper. Und hier sagen wir dann auch Dancing. Stormtrooper, Shallow Depth of Field, Vignette, Highly Detailed, High Budget Hollywood Movie, Bouquet, CinemaScope, Moody, Epic, Gorgeous, Film Grain, Grainy, Negatives. Naja, diese hier halt jene, welche. Die habe ich irgendwo von einer Prompt-Vorschlagsseite im Netz genommen. Einfach total random hier ausgewählt. So, wir verbinden die Positives und die Negatives und lassen das mal laufen. Und bei dem Stormtrooper habe ich nämlich gesehen, dass Stable Diffusion an der Stelle manchmal ein bisschen struggelt. Wir haben gerade ganz kurz gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, er hat diese Pose genommen. Er hat hier vorher so einen kleinen Arm ausgestreckt gerendert, wie hier oben auch dargestellt ist. Hat jetzt aber den Stormtrooper dann irgendwie, hat dann eben eine Waffe in die Hand gedrückt? Nee, aber ich glaube, der will sich boxen, der Stormtrooper. Ja, der sieht ein bisschen gereizt aus, der gute Herr. Jetzt habe ich die noch hier? Geschlossene Tabs wieder öffnen, ja, da ist sie. So. Ja. Also die Pose stimmt schon grob, wenn man sich die Beine betrachtet. Die Arme ist schon ein bisschen frei interpretiert. Das meinte ich damit. Es funktioniert irgendwie nicht immer. Wir nehmen jetzt nochmal einen liegenden. Laying. Nehmen wir mal das Bild hier. Ziehen wir hier rüber. In den Input. Und sagen hier unten, unser Sturmtruppler, der tanzt jetzt nicht mehr. Der liegt. Die faule Socke liegt irgendwo rum. Irgendwo am Todesstern. Da waren, glaube ich, die Rebellen gerade unterwegs. Das meine ich damit, es funktioniert nicht immer. Also unser Sturmtruppler ist leider irgendwie so ein Negativbeispiel. Ich kann euch mal eine Vermutung sagen. Wir haben ja diese Pose hier, die wollten wir ja im Bild haben. Ich glaube, der gute Herr da hinten hat diese Pose eingenommen. Was er hier vorne macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, er hier hinten hat irgendwie so grob diese Pose eingenommen. Aber Stable Diffusion hat hier uns irgendwie noch ein Motiv vorgerendert. Also vielleicht kann man das ein bisschen mit den Prompts aussteuern. Ich weiß es nicht. Sturmtruppler scheinen jetzt nicht so gut zu laufen. Gut, die liegen jetzt auch eher selten rum. Zumindest nicht, wie man sie in den Filmen sieht. Außer die Rebellen waren da, wie gesagt. Wir probieren das Ganze nochmal mit dem Cinematic Photo of a Laying Woman. Erfahrungsgemäß läuft das besser. Ich guck mal rein. Ja. Da würde ich empfehlen, einen besseren Fotografen zu nehmen, der nicht unbedingt den Fokus hier unten drauf legt. Das geht definitiv besser. Bokeh Professional. Hatten die bei Stable Diffusion XL nicht gesagt, man braucht weniger Begriffe, um ein Bild beschreiben zu müssen? Es kommt mir nicht so vor. Ich lasse nochmal eins rendern und dann zeige ich euch den nächsten Trick. Eieiei. Ja. Also ihr seht, was hat sie denn? Da brauchen wir uns das Refiner-Model gar nicht mehr angucken. Ja. Also manchmal läuft es, manchmal nicht. Weiß ich noch nicht. Die Control-Nets für Stable Diffusion 1.5 liefen meines Erachtens besser. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es an den Control-Nets für SDXL liegt. Also an diesem hier vor allem. Wir haben uns ja in einem vorherigen Video die von Stability AI selber angeguckt. Die haben super funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber grob kann man damit wahrscheinlich schon mal ein bisschen ins Blaue schießen und hoffen,
die richtigen Bilder zu erhalten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar habe ich eine Custom Node Collection entdeckt. Das ist die ComfyUI's ControlNet Auxiliary Preprocessors. Und die liefert, wie hier steht, Preprocessors für ControlNets. Da haben wir schon ein paar gesehen in dem anderen SDXL ControlNet Video. Das klingt komplizierter als es ist. Aber zur Installation dieser Custom Nodes hier steht, man soll den ComfyUI Manager benutzen. Der ist recommended. Und das habe ich auch gemacht. Das funktioniert super. Deswegen empfehle ich euch auch sowieso den Manager hier zu installieren. Da gibt es ein extra Video drüber auf diesem Channel. Das ist ein super Tool. Und hier könnt ihr nämlich auf Install Custom Nodes klicken. Wenn ihr hier oben mal Prepro eingebt, für die Preprocessors, dann kriegt ihr diese beiden Resultate. Und was wir hier brauchen, sind die Auxiliary Preprocessors. Das ist das hier unten, Auxiliary Models. Hier steht auch noch Work in Progress, also es ist derzeit noch in der Entwicklung. Aber nehmt auf jeden Fall das hier mit dem Work in Progress. Ich glaube, das ControlNet Preprocessors hier oben, wenn man da mal draufklickt, genau, dann steht hier nämlich drin, dass dieses Repository archiviert wurde und jetzt ein neues Work in Progress oder Rework in Progress? Ist das dann ein RIP? Ja, egal. Auf jeden Fall das hier und das führt uns wieder zu diesem. Ne? Deswegen installiert hier den zweiten. Drückt dann hier auf Install und startet ComfyUI neu und dann habt ihr es. Und was ihr hier nämlich machen könnt, ist, ihr geht auf Add Node, ControlNet Preprocessors und hier kommt eine ganze Reihe an Preprocessors raus. Ein Preprocessor ist an der Stelle eigentlich nur etwas, was uns die Bilder generiert, die die ControlNets brauchen. Wir hatten im anderen Video, zum Beispiel Kenny Edge hatten wir als Beispiel und sowas in der Art machen diese Preprocessors. Nur hierfür habt ihr jetzt eine ganze Latte an Preprocessors. Das heißt, wir brauchen hier nichts angeben. Hier ist halt ein Kenny Edge drin. Das liefern andere Node Suites teilweise auch mit. Zum Beispiel hier Kenny, das kommt direkt aus ComfyUI. Es gibt aber auch noch den Image Kenny Filter aus der WOS Node Suite. Also ihr braucht da nicht alles. Aber was das Ding auf jeden Fall mitliefert, ist eine Open Pose Recognition. Und die ist ziemlich cool. So. Was die nämlich macht, ist, ich schiebe das mal ein Stück weit hier rüber. Dann, hier ist sie. Dann können wir die einmal dazwischen hängen. So. Und als Beispielbild hier können wir einfach mal hier unsere Ballerina nehmen. Wir laden die Ballerina, also nicht unsere, sondern die von der Seite hier, wo wir das ControlNet geladen haben, laden wir hier rein. Vorsichtig, falls ihr das nachmacht, zieht das Bild nicht ins ComfyUI, dann ändert sich der Workflow. Hier ins Load Image geht es ohne Probleme. Und hier können wir nochmal ein Preview Image einbauen. So, mal einfach hier hin. Passt schon. Wir haben jetzt hier Laying. Und das machen wir mal hier. Dancing Ballerina. Und lassen das mal losjagen. So, und jetzt geht unsere neue Node hier oben schon los. Und er hat uns ein Open Pose Image erzeugt, was jetzt weiter ans ControlNet geliefert wird und uns ein Bild einer Ballerina erzeugt, was ähnlich dem ist, wie wir es reingeschickt haben. Man muss ja auch leider sagen, er hat hier offenbar den zweiten Arm nicht entdeckt. Vielleicht sollte man hier auch mal dann Detect Face ausmachen, weil Gesichtszüge müssen wir nicht machen. Gucken, ob das einen Unterschied bringt. Gucken uns einmal kurz unser Bild an.
Das ist aber nicht original. Hier. Das ist 1024, das wirkt so klein. Ja, ich lasse es nochmal durchjagen ohne Detect Face. Ja, jetzt sind die weißen Punkte hier verschwunden. Die weißen Punkte sagen eigentlich Gesichtskonturen. Aber ja, wir sehen hier schon, es ist annähernd geht es in die Richtung, dass es passt. Aber die Arme hat er nicht richtig erkannt, obwohl die ziemlich deutlich sind. Aber wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten an der Stelle. Ihr könnt ja dann auch Fotos benutzen, die Posen extrahieren und die dann in OpenPose verwenden. So, abschließend, wenn ihr noch mehr Posen haben wollt, also diese Bilder hier, diese schwarzen mit den Strichmännchen, ihr könnt auch auf Civit AI gehen, geht hier auf Models und hier oben habt ihr als Filter Poses. Wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr ganz viele Auswahl von Posen, die ihr verwenden könnt. Es funktioniert hier auch nicht jedes Setting. Ich glaube, die Color-Kodierung ist in manchen Control-Nets auch irgendwie ein bisschen anders. Viele funktionieren, manche funktionieren irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber zumindest, wenn die Autoren hier vorgeschrieben haben, hier zum Beispiel OpenPose, dann sollte es auch für OpenPose funktionieren. Gut. Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch viel Spaß beim Experimentieren zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg, damit gute Bilder zu generieren. Irgendwann werde ich nochmal, wenn ich Zeit habe, auch die Control-Nets mal für Stable Diffusion 1.5 vorstellen. Ich finde, hier funktionieren sie noch ein bisschen besser. Aber zum Rumspielen, Rumprobieren etc. reicht es vor allem, wenn man sich die Zeit nimmt und die Prompts ein bisschen ausarbeitet. Ich denke, dann kriegt man doch bessere Resultate. Also, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.